Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte mit dir heute eine kleine Bauernkruste backen, und zwar im Römertopf. Falls du noch keinen Römertopf besitzen solltest, kann ich dir nur empfehlen, mal zumindest mit dem Gedanken zu spielen, dir einen anzuschaffen. Denn die sind heutzutage gar nicht mehr so teuer. Da kannst du ja die Preise im Internet vergleichen oder manchmal gibt es auch bei den Discountern Angebote. Und ja, das, was viele eben abschreckt, so einen Römertopf zu benutzen oder sich überhaupt erstmal zuzulegen, ist halt auch die Handhabung. Denn normalerweise muss der ja erstmal vorher gewässert werden, bevor man ihn benutzen kann jedes Mal. Aber da habe ich die gute Nachricht für dich. Für dieses Brotrezept musst du den vorher nicht wässern. Also überhaupt für alle Brotrezepte, die du im Römertopf dann machen möchtest, brauchst du ihn vorher nicht wässern. Dieser Schritt fällt weg. Du stellst den einfach dann mit dem Brotteigling in den kalten Backofen und schaltest dann erst den Backofen ein für 1 Stunde. Also du sparst ja auch noch das Vorheizen. Also du sparst ja eigentlich wirklich nur Zeit durch den Römertopf und es kommen so leckere, knusprige Brote raus und ganz einfach nachzumachen. Also ich kann es dir nur empfehlen. Das Rezept selbst habe ich von einem Blog von der Iris Korsmeier. Den Link stelle ich auch unten rein. Da gibt es noch viele andere tolle Rezepte. Ich liebe ihre Brotrezepte. Sie hat aber auch andere natürlich, Desserts, Hauptgerichte, alles Mögliche. Schau gerne mal bei ihr vorbei. Du bestimmt was. Ich werde mich jetzt verabschieden, denn das Rezept läuft heute einfach nur mit Musik, also ohne meine Stimme weiter. Das ist einfach jetzt mal ein Versuch. Du kannst ja auch unten reinschreiben, was dir besser gefällt. Ich wünsche dir viel Spaß. Tschüss.